Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute geht es um die Vacheron Constantin Overseas der ersten Generation. Viel Spaß! Fangen wir an. Die Vacheron Constantin Overseas wurde 1996 das erste Mal vorgestellt und ist nicht, wie man vielleicht denken würde, ein Kind der 70er Jahre. Viele kennen die Patek Philippe Nautilus oder die Royal Oak von Audemars Piguet. Im Rahmen dessen gab es auch eine Vacheron Stahl-Sportuhr mit integriertem Armband, die 222, aber das ist keine Overseas. Sie wird zwar so als der inoffizielle, ich sag mal, Urvater der Overseas gehandhabt. Das ist auch nicht falsch, weil der Designgedanke der gleiche ist. Allerdings muss man sagen, die Uhren haben von der Modellreihe, von der Kollektion her nichts miteinander zu tun. Das bedeutet, die Overseas-Modelle, die hier vor mir liegen, der ersten Generation ab 1996 eben, sind tatsächlich auch die allerersten und die erste Generation der Overseas. Diese erste Generation wurde eben 1996 vorgestellt und bis 2004 gebaut. Das heißt, wir hatten eine sehr kurze Periode, in der die Uhren hergestellt wurden, nämlich 8 Jahre. Das ist bei Vacheron Constantin jetzt gar nicht so kurz, wenn man jetzt aber den Vergleich zu anderen Herstellern ziehen würde. Bei Rolex zum Beispiel, da werden teilweise Referenzen, die nur 8 Jahre lang gebaut wurden, schon als Transitional-Modelle und so bezeichnet. Bedeutet, die Uhr hat eigentlich wirklich eine recht kurze Bauzeit. Entsprechend wird es auch nicht viele Modelle davon geben. Die genauen Stückzahlen sind nicht bekannt, aber es ist auf jeden Fall trotz alledem eine sehr seltene Uhr. Designt wurde die Vacheron Constantin Overseas der ersten Generation übrigens von Vincent Kaufmann in Zusammenarbeit mit Dino Modolo. Vincent Kaufmann war damals ein Designer bei Vacheron Constantin. Heute ist er der Head of Design, das heißt der Designer bei Vacheron Constantin. Und das ist wie gesagt in Zusammenarbeit mit Dino Modolo geschehen, der doch ein recht bekannter Designer in der Uhrenindustrie geworden ist, nicht zuletzt eben durch die Overseas. Die Uhr gibt es vor allem in 2 Gehäusegrößen. Wir haben die 35 mm Mid-Size Größe und die 37 mm Large bzw. Jumbo Größe. Es gibt auch ein Damenmodell mit, ich glaube, 24 mm. Die ist dann tatsächlich aber sehr klein und auch wirklich nur für Damen tragbar. Innerhalb der ersten Generation haben wir 2 relevante Referenzen jeweils, also pro Größe. Wir haben die 42040 und die 42050. Hierbei ist die 40 die 37er, also die Jumbo, und die 50 die Midsize, also die 35er. Und dann haben wir die 42042 und die 44052. Das sind dann sozusagen die Mark II Varianten, also sozusagen das Facelift. Der größte Unterschied ist tatsächlich das Werk. Die Uhr hat nämlich ein Girard-Perregaux Ultra Thin Kaliber in der ersten, also in der 50 und in der 40 war das 1310 Vacheron Kaliber, was auf einem 3100 von Girard-Perregaux basiert. In der zweiten Variante, also der 42042 und 44052, war dann das 1311, also einfach nur ein abgegradetes Kaliber. Übrigens, kleiner Fun-Fact, ihr habt vielleicht das Video über die Girard-Perregaux Laureato gesehen. In der zweiten Generation der Girard-Perregaux Laureato, also der 8010, schlägt eben dieses Kaliber. Das bedeutet, die Laureato der zweiten und die Vacheron Constantin Overseas der ersten Generation teilen im Prinzip das Werk, wenn es natürlich auch bei Vacheron Constantin nochmal anders veredelt wurde. Die Vacheron Constantin Overseas der ersten Generation kommt in 2 Materialvarianten. Es gibt sie in Stahl und in Gelbgold. Es gibt kein Stahlgoldmodell, anders als bei anderen Herstellern. Das Vollgoldmodell wird sowohl am Leder als auch am Goldband eben ausgeliefert. Es gibt es beides. Man konnte wohl auch, und ich glaube, es geht sogar immer noch, das Lederband käuflich dazu erwerben. Bei dem Stahlmodell ist es allerdings so, das kommt nur am Stahlband, das gibt es auch nicht am Lederband. Das Stahlband ist ein wirklich ganz toll verarbeitetes Band. Zu den Feinheiten der Uhr selbst werde ich aber gleich nochmal kommen. Außerdem kommt die Uhr selbstverständlich in verschiedenen Ziffernblattvarianten. Vor allem das Stahlmodell hat einige auch sehr eindrucksvolle unterschiedliche Ziffernblattvarianten. Los geht es mit dem weißen Ziffernblatt, da liegt hier auch eine vor mir. Das weiße Ziffernblatt ist wahrscheinlich das am meisten gefertigte und gebaute. Ich persönlich, nicht zuletzt, weil es auch meine private Uhr ist, bin aber von dem weißen Ziffernblatt zumindest am ehesten der Fan. Woran liegt das? Die anderen Ziffernblätter, über die ich gleich reden werde, sind allesamt Sonnenschliff-Ziffernblätter. Das bedeutet, sie sind ja, ich sag mal, von der Konzeption her nicht besonders raffiniert, weil ein Sonnenschliff ja schon immer eine recht einfache
Darstellung für ein Ziffernblatt ist. Die weißen Ziffernblätter haben allerdings so ein ganz toll texturiertes Guillauche-Ziffernblatt, was der Uhr mehr Dreidimensionalität und mehr Tiefe gibt, weswegen ich ein Riesenfan von dem weißen Ziffernblatt bin. Es gibt die Uhr allerdings auch noch mit blauem Ziffernblatt, mit schwarzem und grauem Ziffernblatt und in der sozusagen Top-Ausführung, in der auch seltensten Ausführung, tatsächlich mit einem Salmon, also einem lachsfarbenen Ziffernblatt. Außerdem gibt es die Uhr auch noch mit einem Arabic Dial, das nennt sich dann auch Militärziffernblatt, Military Dial. Das bedeutet, wir haben große, mit Leuchtmasse gefüllte, ausgeschriebene arabische Zahlen. Daher auch dieser Begriff Military Dial so ein bisschen. Die gibt es in schwarz. Ja, es ist fast eher so ein Anthrazitton, aber die gibt es in schwarz und blau. Hierbei muss man sagen, ist das blaue Arabic Dial wirklich extrem selten und selbst ich habe das erst wirklich ganz, ganz selten gesehen, während man das schwarz-anthrazitfarbene Military Dial doch recht oft sieht. Bei einem Goldmodell ist es so, das gibt es fast ausschließlich mit weißem Ziffernblatt. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch... Nee, es gibt es noch mit blauem Ziffernblatt, aber ich glaube, das war es tatsächlich. Also soweit ich weiß, gibt es Gelb-Gold nur mit weißem und blauem Ziffernblatt. Kommen wir jetzt zu der Uhr selbst und es trifft sich sehr gut, dass ich hier vor mir einige liegen habe. Warum bin ich so ein Riesenfan von der Uhr? Ich finde, diese Uhr ist mit einer Raffinesse verarbeitet und mit einer Raffinesse gefertigt, die man bei ganz, ganz wenigen Stahlsportuhren dieser Baureihe oder auch aus diesen Jahren sieht. Wenn man den Vergleich zieht, zum Beispiel zu der Audemars Piguet Royal Oak und der Patek Philippe Nautilus, dann muss ich sagen, ist die Vacheron Constantin Overseas mein absoluter Favorit und meiner Meinung nach tatsächlich auch die am besten gefertigte Uhr. Die Uhr ist, also ob die Uhr einem gefällt oder nicht, das ist Geschmackssache. Und ich verstehe, dass der eine oder andere sagt, ihm ist die Uhr ein bisschen zu quirky, ein bisschen zu abgefahren, weil es kein Allerweltsdesign ist. Die Uhr ist sehr spannend und hat viele Ecken und Kanten und das macht die Uhr etwas weniger gefällig, aber natürlich auch raffinierter. Fangen wir mal mit dem Ziffernblatt bzw. dem Kopf des Gehäuses an. Über die Ziffernblätter und die Varianten habe ich ja eben schon geredet. Das Ziffernblatt selbst ist ein recht klassisches. Da gibt es unterschiedliche Varianten, Swiss Made, T-Swiss T und das dann auch noch als Sigma-Ziffernblätter. Hier empfehle ich für wirklich genaueres und tieferes Verständnis den Guide, den Reference Guide vom Ben von den Watch Brothers London. Das ist wirklich so der Artikel, wenn man sich in die erste Generation der Overseas einlesen möchte. Wie gesagt, die Ziffernblatt-Varianten und auch das Ziffernblatt an sich sind aber erstmal recht normal, wenn man das mit anderen Varianten vergleicht. Spannend wird es dann das erste Mal bei der Lünette. Ihr wisst, das Malteserkreuz ist das Logo, das Zeichen von Vacheron Constantin und wir haben in der Lünette das erste Mal eine Hommage an dieses Malteserkreuz. Und zwar haben wir eine runde Lünette mit 8, ich sag mal, Ausschlägen, die eben an die jeweiligen Kanten oder eben Teile des Malteserkreuzes erinnern sollen. Das gibt der Uhr direkt schon bei der Lünette so eine ganz spannende Dreidimensionalität. Die Lünette ist an der Stelle auch poliert, während der Rest des Gehäuses gebürstet ist an der Stelle, also das Kopf des Gehäuses. Und das sorgt für einen tollen Kontrast, vor allem wenn man dann noch diese hochglanzpolierten Indizes sich anschaut. Unter der Lünette haben wir dann einen am Band spitz zulaufenden Kopf der Uhr, der an den Oberseiten gebürstet ist. Die Kanten, also die Seiten wiederum, sind hochglanzpoliert und auch die Bevels, also die Ecken sozusagen, die die Seite der Uhr mit der Oberseite verbinden, auch die sind hochglanzpoliert. Und es gilt immer darauf zu achten, dass eben diese Bevels noch scharfkantig oder so scharfkantig wie möglich sind, um sich sicher sein zu können, dass die Uhr selten bis gar nicht poliert wurde. Denn wie bei vielen Stahlsportuhren ist das wirklich das Credo. Die Uhr darf nur selten, am besten gar nicht poliert worden sein. Besonders spannend wird es dann allerdings, wenn wir uns das Band anschauen. Das Band ist wahrscheinlich das am besten gefertigte Haute Horlogerie bzw. Holy Trinity Band, was ich kenne, vor allem aus dieser Zeit. Wir haben eine ganz verrückte Konstruktion. Wir haben im Prinzip zwar nur 3 Glieder, ein Mittelglied und 2 Außenglieder. Das sieht aber fast so ein bisschen aus, als würde das Mittelglied so einen Graben formen. Woran liegt das? Die Außenglieder fallen leicht ab nach innen und das Mittelglied ist dann wiederum in der Mitte höher als außen.
Die Außenseiten des Mittelgliedes und die Innenseiten der Außenglieder wiederum sind hochglanzpoliert, während der Rest gebürstet ist. Das sorgt wieder, ich hatte es schon ein paar Mal bei der Uhr, für so eine ganz starke Dreidimensionalität. Die Uhr trägt sich auch wirklich dreidimensional. Abgesehen davon ist es auch, was das Finish angeht, einfach hochgradig komplex, das zu machen. Und da hat Vacheron wirklich gezeigt, was sie können. Die Konstruktion lässt auch recht wenig Stretch zu, das muss man sagen. Das bedeutet, anders als andere Bänder aus der Zeit werden selbst stark getragene Uhren nie einen super schlimmen Stretch haben. Und es ist Wahnsinn, wie das Band gefertigt ist. Es gefällt auch nicht jedem, vor allem weil es sich nicht so wirklich stark verjüngt. Also viele Bänder aus dieser Riege, zum Beispiel das der Royal Oak, verjüngt sich ja sehr, sehr stark. Hier ist es so, ja, das Band verjüngt sich, aber nicht besonders stark. Ein weiteres und vielleicht sogar das Highlight des Bandes ist dann tatsächlich aber die Schließe. Wir haben eine Doppelfaltschließe, an sich erstmal nichts Besonderes. Die lässt sich, weil es eine Doppelfaltschließe ist, von beiden Seiten schließen. Spannend wird es jetzt aber. Wir haben innerhalb der Doppelfaltschließe noch einen Sicherungsmechanismus, und zwar einen kleinen Hebel, so einen kleinen Knopf, der von außen nach innen bewegt wird. Der ist auf einer Keramikkugel gelagert und der sorgt dafür, dass der Verschluss des Bandes auch wirklich zu ist. Das bedeutet, in dem Moment, in dem dieser Hebel sozusagen offen ist, kann man auch das Band öffnen. So. Wenn man jetzt aber das Band wieder schließt und dann den Hebel in die Mitte drückt, dann ist das Band verschlossen und lässt sich nicht mehr öffnen. Und wenn man dann noch diese Klappe hier rüberlegt, die übrigens wieder an das Malteserkreuz erinnern soll, dann ist auch der Hebel, der den Verschluss sozusagen final schließt, nochmal verdeckt, sodass dieser Hebel nicht aus Versehen geöffnet werden kann. Und das sorgt dafür, dass die Uhr wahnsinnig sicher am Handgelenk sitzt, nicht aufgehen kann, auch nicht aufgemacht werden kann. Das heißt, es ist auch so eine Art integrierter Diebstahlschutz. Und das macht die Uhr für mich tatsächlich auch zu einer super Everyday Watch. Woran liegt das? Ich habe das ganz oft, gerade wenn man mal später unterwegs ist oder wenn man irgendwie mal, ja, doch mal durch eine Gegend muss, wo man sich jetzt vielleicht nicht so ganz wohl fühlt, dann ist es bei der Uhr deutlich schwieriger, sie einfach mal vom Handgelenk gezogen zu bekommen. Und das ist ein großes Thema. Also gerade beim Feiern mal in der Bar oder so, ist es ja leider mittlerweile doch recht üblich, dass versucht wird, das habe ich leider schon erleben müssen, bei Freunden von mir, Gott sei Dank noch nicht bei mir, dass einfach versucht wird, die Uhr vom Handgelenk zu ziehen, ohne dass es dem Opfer auffällt. Das geht bei der Uhr überhaupt nicht. Und das macht die Uhr, was das angeht, wirklich zu einer total tragbaren und sicher tragbaren Uhr. Wo wir bei dem Thema tragbar sind. Die Uhr hat noch andere Attribute, die die Uhr wirklich zu einer perfekten Everyday und ja, sogar zu einer perfekten Sportuhr machen. Die Uhr hat eine verschraubte Krone und 150 Meter Wasserdichtigkeit. Ich ziehe wieder den Vergleich zu der Royal Oak aus der Zeit. Die hatte gerade mal 5 Bar, also 50 Meter. Und ja, auch mit 5 Bar kann man einiges unternehmen, aber mit 5 Bar muss man schon vorsichtig sein, vor allem wenn es um direkten Kontakt mit Wasser geht. Diese Uhr hier, die 42.042 bzw. 40, aber auch 50 bzw. 52, hat 150 Meter Wasserdichtigkeit und eine verschraubte Krone plus auch einen Kronenschutz an der Seite, sodass man sich um die Krone wirklich überhaupt keine Sorgen machen muss. Der Deckel ist außerdem, ich wollte gerade sagen achtfach, ja genau, achtfach verschraubt. Das bedeutet, die Wasserdichtigkeit dieser Uhr ist gegeben. Genauso ist auch das Band sowie die Glieder natürlich einzeln verschraubt. Das heißt, man muss sich auch keine Gedanken darum machen, dass zum Beispiel der Pin rausfällt. Ein letzter ganz spannender Punkt bei der Uhr ist der Deckel. Ich schaue mir den jetzt mal gerade an. Es ist ein, wie man das von einigen Uhren kennt, ein geprägter Deckel, wo du hinten ein Bild drauf hast, was wirklich ganz hochgradig fein und scharf gearbeitet ist. Und das zeigt ein Segelschiff, die Amerigo Vespucci heißt sie, glaube ich. Die ist benannt nach einem ganz, ganz großen Seefahrer und ist ein, ja, ich glaube, es ist das Hauptschulschiff der italienischen Marine und ist ein ganz großes Segelschiff eben. Und das steht wirklich archetypisch für den Charakter der Uhr. Ich meine, Overseas, die Uhr ist dafür da, um international über See sozusagen zu entdecken. Sie hat so einen Traveler Spirit. Und ich finde, dieses Schlachtschiff, dieses Segelschiff, was hinten drauf ist, ist kein Schlachtschiff, das verkörpert diesen Charakter nochmal ganz toll. Damit wurde auch geworben. Also auf der originalen Overseas Werbeanzeige war dieses Schiff zu sehen. Darunter steht dann auch nochmal groß Overseas. Wie gesagt, das verkörpert einfach den Charakter. Und das ist eine Uhr, wenn man sich mal in die 90er zurückversetzt, späte 90er, frühe 2000er Jahre, das war eine Zeit der Globalisierung. Reisen wurde einfacher, Fliegen wurde immer normaler und kommerzieller gemessen an den 60er, 70er, 80er Jahren. Und die Uhr hat das wirklich verkörpert. Anders als viele andere Modelle, die ja wirklich nur
Luxusaussagen, finde ich, verkörpert diese Uhr besser als die meisten Integrated Sports Watch Modelle der Holy Trinity diesen Traveler und diesen Entdecker-Spirit, der dann eben über dieses Segelschiff und den Namen auch Overseas, ich meine, der ist sehr bezeichnend, ja, transportiert wird. Alle diese eben genannten Hard Facts, aber auch der Spirit, den die Uhr optisch, aber auch de facto verkörpert, sorgen dafür, dass die Uhr für mich vielleicht die schlüssigste Holy Trinity Stahlsportuhr dieser Generation ist. Übrigens auch noch heute mit der Konkurrenz mithalten kann, nicht zuletzt durch diese tolle Bandkonstruktion, die heute immer noch ihresgleichen sucht. Und für mich ist es vielleicht die Sportuhr, das muss man sich wirklich mal zu Gemüte führen. Es ist die Sportuhr, mit der kann man alles erleben, man kann sie in jeder Lebenslage tragen und sie wird ihrem Namen Overseas meiner Meinung nach mehr als gerecht. So, meine Lieben, das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch die Lachsblatt Overseas gefällt, meldet euch sehr gerne bei mir. Die steht zum Verkauf und wird Teil des kommenden Drops sein, der am 28. April stattfindet. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.